Harry hat mich gebeten, mal ein Video über vorzeitige Ausübung von Optionen aufzunehmen. Wie ihr das in der TWS richtig durchführt, darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt, heute mit einem herzlichen Gruß aus der Hamburger City. Als erstes müssen wir natürlich wissen, welche Optionen dürfen wir denn überhaupt oder können wir denn überhaupt vorzeitig ausführen. Das sind die Optionen, die du gekauft hast. Wie erkenne ich die in der TWS? Du gehst auf das Wort Finanzinstrumente und klickst mit der linken Maustaste immer wieder rauf, bis du die Sortierung nach Long- und Short-Optionen dir anzeigen lassen kannst. Jetzt siehst du hier einmal gesamte Long-Option und dann hier unter Short-Option. Wie gesagt, Long-Optionen sind die gekauften Optionen, Short-Optionen sind die verkauften Optionen. Short-Optionen, da bist du Stillhalter, kannst nichts machen. Long-Optionen kannst du vorzeitig ausführen. Wie du Long- und Short-Optionen durchführen kannst, dazu habe ich schon mal getrennte Videos gemacht, die ich dir hier gerne oben verlinke. Als nächstes musst du wissen, ob die Option amerikanisch ist oder europäisch. Amerikanische Optionen kannst du vorzeitig ausüben, europäische Optionen, da ist es nicht möglich. Um zu schauen, was jetzt genau das ist, deine Optionen, die du hier in deinem Portfolio hast, klickst du die entsprechende Option an, dann rechte Maustaste und dann auf das Wort Beschreibung. Falls das hier jetzt bei dir nicht hier oben gleich angezeigt werden sollte, hier oben ins Suchfeld, dann die ersten Buchstaben eingeben und dann findest du unter Finanzinstrument Info das Wort Beschreibung. Dann macht sich ein neues Fenster auf, im Normalfall. Wir probieren es jetzt nochmal. Da ist es. So, normal sieht es dann so aus und dann scrollst du ein wenig runter und dann siehst du hier den Ausübungsstil amerikanisch. In diesem Fall kannst du also die Option vorzeitig ausüben. Das Fenster brauchen wir jetzt nicht mehr und können wir schließen. Dann kannst du dir anzeigen lassen, ob deine Option im, aus oder am Geld ist. Dafür klickst du auf Finanzinstrument, dieses Mal mit der rechten Maustaste. Und dann findest du hier ziemlich mittig Optionen, je nach ihrem Status im, am oder aus dem Geld farblich markieren. Anwählen und dann siehst du schon die Farben, die hier erscheinen. Grün bedeutet, dass die Option im Geld ist und rot bedeutet, dass die Option aus dem Geld ist. Auch nochmal ein interessanter Hinweis. Eine Sache, bitte unbedingt Daumen hoch anklicken, Abo dalassen und also den Kanal abonnieren und auch die Glocke betätigen. Das hilft dem kleinen Kanal schneller zu wachsen und für euch völlig kostenlos. Und wenn ihr mögt, freue ich mich natürlich auch sehr über einen Kommentar hier unter dem Video. Gerne mindestens 8 Worte, damit der YouTube-Algorithmus das auch noch erkennt. Vorab vielen Dank. Jetzt geht's weiter. Als nächstes werden wir jetzt einmal tatsächlich die vorzeitige Ausübung durchführen. Da habt ihr tatsächlich wieder zwei Wege, die ihr nutzen könnt. Einmal, ich nehme jetzt irgendeine Option, ob es Sinn macht oder nicht. Anwählen, rechte Maustaste und dann findet ihr hier Ausübung. Anklicken. Und dann seht ihr hier, dass das Ausübungsfenster erschienen ist. Wenn ihr jetzt sofort die Ausübung haben wollt, wieder noch einmal mit der rechten Maustaste anklicken und dann auf Endgültig machen anklicken und dann geht's weiter. Dann habt ihr hier nochmal ein Warning-Fenster. Dazu komme ich gleich nochmal. Dann könnt ihr mit OK auswählen. Ich zeige euch jetzt, ich storniere das einmal. Ihr könnt auch hier, wenn ihr euch das anders überlegt, entweder hier auf Stornieren gehen oder rechte Maustaste stornieren geht auch. Ich zeige euch jetzt noch einmal den anderen Weg. Nehmt irgendeine Option. Dann hier oben links auf das Wort Trade, dann auf Optionsausübung. Dann macht sich ein neues Fenster auf. Dann könnt ihr hier dann die Option auswählen, die ihr nehmen wollt. Entschuldigung. Wir nehmen jetzt mal die hier oben. Wählt hier hinten
das Auswählen, klickt auf das Wort, dann vorzeitig ausüben. Und dann ist hier auf der rechten Seite ein kleines T. Warum auch immer, das müsst ihr jetzt anwählen. Warum hier nicht Ü für Übermitteln steht, wie jetzt zum Beispiel im Option Trader oder Strategy Builder, keine Ahnung, fragt mich nicht. Es ist, wie es ist. Dann geht ihr hier auf T, dann habt ihr wieder ein Morning-Fenster, überschreiben und übermitteln. Das Fenster könnt ihr dann schließen und dann habt ihr hier auch wieder die Ausübung. Dann rechte Maustaste und dann auf Endgültig machen klicken. Falls euch dieser Weg zu lang sein sollte, haben wir auch noch eine andere Möglichkeit. Ich nehme das nochmal raus. Da können wir dann in der globalen Konfiguration das so einstellen, dass es sofort zur Ausführung kommt, ohne diese ganzen Zwischenschritte. Dafür klickt ihr hier oben links auf Bearbeiten, dann auf globale Konfiguration, dann wahrscheinlich, ich nehme es einmal zurück, sieht es so bei euch aus, auf das Plus for Orders, Settings und dann findet ihr hier Optionsausübungsanfragen sind. Wahrscheinlich ist es bei euch jetzt so bis zum Stichpunktzeitpunkt. Ihr könnt das auswählen, indem ihr einmal in das Feld klickt, dann auf Endgültig und können nicht storniert werden. Dann habt ihr diesen Zwischenschritt nicht, dass nochmal dieses Ausführungsfenster erscheint. Übernehmen, OK. Und wenn ihr jetzt die Wahl habt, rechte Maustaste, dann Ausübung, dann OK, überschreiben, übermitteln. Order ausgeführt. Und dann wird es sofort ausgeführt. Dann seht ihr hier unten wie immer rechts das Fenster für die Ausübung und auch das akustische Signal, dass das tatsächlich ausgeübt wurde. Ihr den anderen Weg genauso. Trade, Optionsausübung. Ich zeige es nur noch einmal. Ihr wählt dann die Option aus, die ihr wollt. Auswählen, vorzeitig ausüben, wieder auf das T klicken. Dann habt ihr wieder dieses Bestätigungsfenster, überschreiben und Order übermitteln. ausgeführt. Und auch hier hört ihr das sofort, dass die Option ausgeführt wurde, so wollte ich sagen. So, das Fenster brauchen wir jetzt nicht mehr. Was ich euch auf jeden Fall empfehle, bitte, bitte auch machen, dass ihr entweder hier bei Interactive Brokers oder bei eurem Broker, bei dem ihr seid, euch noch einmal ganz genau in Ruhe die Geschichten zur Ausübung von Optionen durchlest. Da gibt es noch einiges mehr zu beachten. Ich habe es euch jetzt nur einmal technisch gezeigt, wie es funktioniert. Hier haben wir zum Beispiel Ausübungsanfragen müssen spätestens bis zum folgenden Zeitpunkt vom Broker eingehen. Dann habt ihr hier die verschiedenen Börsen. Und da gibt es noch mehr zu beachten. Das ist eine ganze Menge. Guckt euch das an. Meistens macht es überhaupt keinen Sinn, eine Option vorher auszuüben. Seid auf der sicheren Seite, dass ihr das bitte noch einmal durchlest. Ich werde das Ganze hier auch noch mal unter dem Video verlinken, dass ihr da direkt Zugriff drauf habt. Ich wünsche euch einen tollen Tag, freue mich aufs nächste Video. Passt auf euch und euer Geld auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.